Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute melde ich mich aus dem schönen Belgien. Wir sind hier gerade im Urlaub, ich genieße den zweiten Monat von meiner Elternzeit. Da sind wir ein bisschen rumgereist, wir waren schon so ein bisschen in den Bergen und in Südtirol, sind jetzt gerade in Belgien und mal schauen, wo es uns noch so hintreibt. Ich habe natürlich immer die Fuji X100 Mark VI dabei. Das ist eine coole Urlaubskamera, weil sie einfach kompakt ist, kann man die überall mit hinnehmen. Und da habe ich mir gedacht, ich habe so viel Zubehör mit dabei, mit der Kamera. Da mache ich einfach mal ein Video und sag euch, beziehungsweise will euch einfach meine Liste, mein Equipment mitteilen, wo ich denke, dass es ein hilfreiches Zubehör für die Kamera ist. Starten wir mal mit den Gegenlichtblenden. Ich habe da zwei verschiedene Gegenlichtblenden. Ihr seht sie auch schon hier. Wir haben hier einmal die originale Fuji Gegenlichtblende und einmal eine Gegenlichtblende von Nissi. Und warum ich die zwei habe, hat ja einen gewissen Grund. Als erstes fangen wir mit der Nissi Gegenlichtblende an. Ihr seht hier schon, die ist rechteckig und ihr habt einen Deckel, den könnt ihr abnehmen. Wenn ihr das Ganze hier vorne drauf schraubt, dann habt ihr hier so eine rechteckige Gegenlichtblende und da muss ich einfach sagen, die habe ich mir geholt, weil sie mir optisch einfach besser gefällt. Gerade das rechteckige Design gefällt mir an der rechteckigen Kamera einfach ein bisschen mehr. Die Fuji Gegenlichtblende ist rund. Wenn die hier dran ist, ich zeige euch mal, wie das aussieht, dann ist es meiner Meinung nach nicht ganz so schön wie jetzt hier eben die eckige, aber das ist natürlich eine Geschmackssache. Es hat aber noch andere Gründe, warum ich beide benutze. Beginnen wir erstmal mit der Fuji Gegenlichtblende. Ich habe die Gegenlichtblende mit dem Adapter, der mitgeliefert wird, und auch dem Weather Resistance Kit, also dem Schutzfilter, den es dazu gibt, dass die Kamera von vorne abgedichtet wird. Die Kamera ist ja soweit, ich sag mal, nicht wasserdicht, aber gegen Regen geschützt, und das Ganze ist natürlich hier vorne am Objektiv, wenn das ein- und ausfährt, nicht ganz so geschützt, und deswegen gibt es da diesen Schutzfilter. Und den gibt es natürlich mit dem Adapter und eben dann die Gegenlichtblende noch als Aufpreis so gesehen. Ich habe mir das Kit geholt, weil ich einfach den Adapter haben wollte, den Schutzfilter, und die Gegenlichtblende ist jetzt nicht so teuer. Die habe ich mir dann einfach dazu geholt, weil ich dann alles in Kombination nutzen kann. Ihr seht hier auch schon von der Farbe her, es passt nicht zu dem Silber von der Kamera. Ihr müsst aber aufpassen, es passt nicht zum Silber vom Body, denn es passt zum Silber von den Drehrädchen. Das ist einfach wahrscheinlich das pure Aluminium und dann geschliffen, poliert, poliert nicht, aber irgendwie eloxiert oder irgendwie sowas. Es ist eben bearbeitet und passt dadurch zu der Farbe von den Rädchen, nicht genau zum Kamerabody. Das kam mir am Anfang ein bisschen komisch vor, aber wenn man dann genauer hingeguckt hat, hat sich da natürlich dann ein Bild ergeben. Jetzt habe ich hier den Filter, wie gesagt. Es lassen sich aber auch alle anderen 49 mm Filter damit nutzen, und das ist natürlich wichtig, wenn ihr mal, ich weiß nicht, vielleicht einen Polfilter nutzen wollt oder vielleicht einen Mistfilter oder sowas, dann braucht ihr da natürlich einen Adapter, und der ist bei dem Weather Resistance Kit mit dabei. Die Nissin-Blende, wie gesagt, war eigentlich mehr so ja ein optischer Anreiz, weil mir das Eckige mehr gefallen hat. Und beim Nissin-Kit ist es einfach so, auch hier habt ihr ja einen Adapter so gesehen. In dem Adapter selber ist aber schon dieser Schutzfilter eingebracht. Also ihr habt hier ein Glas drin. Die beiden sind von der Qualität vergleichbar, also ich konnte da jetzt keine Nachteile entdecken. Ihr habt nur hier eben diesen Filter verbaut. Und da war es auch so, ich habe mir das Kit zuerst geholt und dann erst festgestellt, okay, der Filter ist ja fest verbaut. Was natürlich erstmal ein bisschen blöd war, weil ich wollte natürlich noch andere Filter nutzen. Im Nachhinein würde ich mir das Kit aber trotzdem wiederholen, weil es einfach optisch doch ein bisschen anders ist und ja, einfach ein bisschen besser aussieht und ihr hier einen Deckel dazu habt. Ihr habt nämlich beim Original Fuji Kit das Problem, ihr habt hier keinen Deckel. Der Originaldeckel passt hier nicht mehr drauf. Ihr müsst euch da also irgendwie einen anderen Schutz suchen. Das ist beim Nissi-Kit einfach nicht so. Der Deckel ist hier drauf, der passt auch super. Da ist nur einfach das, wenn ihr das in der Tasche habt, erstmal, es baut natürlich ziemlich nach vorne auf und der Deckel geht relativ leicht ab. Ihr habt hier drin jetzt so einen leichten Samt oder irgendwie sowas, was das Ganze hier natürlich festhält. Auch hier, das ist aus Aluminium. Es sieht optisch sehr schön aus, es hält auch relativ gut, nur wenn ihr es in einer Tasche von einer Jacke oder so habt, kann es eben sein, dass ihr hier den Deckel in der Tasche beim Rausnehmen abmacht. Lösen kann man das Ganze jetzt natürlich, wenn ihr hier vielleicht noch ein bisschen was Kleines einklebt. Habe ich jetzt nicht gemacht, ich komme damit auch so zurecht, aber ich will es natürlich gesagt haben. Wie gesagt, der Vorteil ist hier wirklich, der Deckel ist hier dabei, bei der Original Fuji Blende eben nicht mehr, und dann ist es hier vorne, wenn ihr nicht den Schutzfilter benutzt, einfach ein bisschen ungeschützt. Das hat mir nicht so gefallen, aber
Wie gesagt, das Fuji-Kit habe ich, damit ich überhaupt andere Filter verwenden kann. Noch ein größerer Unterschied, der mir aufgefallen ist bei der Benutzung von der Kamera mit den verschiedenen Gegenlichtblenden, ist einfach, die Fuji-Gegenlichtblende ist hier an der Seite nicht zu. Das heißt, sie schützt vor Gegenlicht, das spielt hier von der Richtung so überhaupt gar keine Rolle. Wenn es aber regnet und ich nutze das Ganze ja zusammen mit dem Schutzfilter bei Regen, damit es abgedichtet ist, dann kommen hier Tropfen durch. Und die Tropfen seht ihr dann nachher natürlich im Bild, wenn sie vorne auf eurer Linse sind. Das ist bei dem Nisi-Filter nicht so, weil der ist einfach komplett ringsrum zu. Das heißt, solange ihr die Kamera nicht mit der Linse nach oben haltet, kommt da auch kein Wasser vorne auf die Linse drauf. Das ist hier schon ein bisschen anders. Deswegen ist das natürlich auch noch ein Vorteil für den Nisi-Filter. Ein großer Nachteil ist aber eben wirklich, dass hier der Schutzfilter fest verbaut ist. Und beim Fuji-Kit eben nicht. Da habt ihr den Schutzfilter. Das ist ein einfacher, klarer Schutzfilter, der das Ganze abdichten soll. Es funktioniert auch ganz gut. Also ich war schon ein paar Mal bei Regen jetzt unterwegs und da hat sich überhaupt gar nichts getan. Die Kamera ist geschützt und ist ja auch so angegeben, dass er das aushalten soll. Deswegen habe ich mir das ja geholt. Wie gesagt, zum Schutz selber. Ihr habt den Schutzfilter von Fuji. Der hat bildtechnisch, bildqualitätsmäßig keine Nachteile gebracht. Beim Nisi-Filter war es genauso. Also ich konnte da jetzt nicht groß was feststellen. Ihr könnt vielleicht, wenn ihr extreme Gegenlichtsituationen habt, ja eine Reflexion oder sowas erkennen. Ich habe das jetzt selber nie erkannt, also ich habe nie was gesehen, aber ich möchte es natürlich nicht ausschließen, weil ihr habt eben ein weiteres Glas davor und wie man weiß, jedes Glas ist immer ein bisschen schlechter für die Qualität. Beim Nisi-Filter habt ihr das Ganze noch mit dem Adapter. Ihr habt da einen kleinen Gummiring drin. Das heißt, wenn ihr den aufschraubt, dann ist er auch wirklich richtig fest dran und noch mit einem Gummiring geschützt. Den Gummiring habt ihr bei der Fuji-Blende bzw. beim Fuji-Adapter jetzt nicht. Aber ihr habt da so viele Gewindegänge, dass das Ganze hier natürlich auch sehr gut abgedichtet ist. Tauchen solltet ihr damit jetzt natürlich nicht gehen. Wie gesagt, ich habe mit beiden meine Erfahrungen gemacht und ich würde wahrscheinlich auch beide Kits wieder kaufen. Ihr müsst ein bisschen gucken, das Fuji-Kit ist, glaube ich, ziemlich gut ausverkauft, wie die Kamera eben auch. Wenn ihr da was kriegen könnt, dann schlagt am besten direkt zu, wenn ihr das auch haben wollt. Ich kann beide Kits empfehlen. Wie gesagt, ich habe null Probleme damit. Beim Nisi gefällt es mir einfach ein bisschen besser, dass ihr da einen Deckel habt, aber es baut natürlich alles ein bisschen größer auf, was für die Kamera dann natürlich auch wieder ein bisschen gegen die Kompaktheit spricht. Das war jetzt mal das Filter- und Gegenlichtthema. Wie gesagt, ich kann beide empfehlen. Kommen wir mal zum nächsten Thema und das ist besonders wichtig. Ihr seht es auch hier schon an der Seite von der Kamera. Ich habe hier zwei Peak Design Anker dran und zwar eine Handschlaufe bzw. eben einen Gurt. Die Kamera nutze ich sehr viel unterwegs und habe sie da entweder in der Tasche oder umhängen und da braucht ihr dann natürlich eine Handschlaufe, beziehungsweise ihr braucht die nicht, aber ihr solltet mal drüber nachdenken, weil es ist eben so, die Kamera an sich ist jetzt wirklich nicht die griffigste Kamera, welche ihr kaufen könnt und da kann es wirklich sein, dass die euch vielleicht mal gerade an sonnigen Tagen, wenn ihr dann vielleicht auch noch verschwitzte Hände habt oder so, aus der Hand gleiten könnte. Und das macht natürlich bei einer 1700 € Kamera nicht so Spaß. Deswegen mein Tipp, kauft euch einfach eine Handschlaufe. Da gibt es ja verschiedene Hersteller. Ich habe jetzt mit 2 Herstellern eigentlich so meine Erfahrungen gemacht und positive Erfahrungen gemacht. Deswegen nutze ich die einfach für alle meine Kameras. Und zwar ist es einmal Peak Design, deswegen auch hier die Anker dran. Und Seamstrap. Seamstrap ist eine kleine Ein-Mann-Firma, glaube ich. Ein Mann, der Dennis ist, glaube ich, alleine. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Kommt aus der Nähe von Stuttgart. Und ich habe die über Fotoprofi bzw. über ein paar Fotokollegen kennengelernt, bzw. ihn kennengelernt. Und habe von ihm einfach mal ein paar Gurte gekriegt zum Testen und muss da wirklich sagen, die machen wirklich Spaß. Und ich habe mir hier auch diese Handschlaufe, das Seil geholt, eben für die X100, weil es optisch erstmal gut hinpasst. Es ist sehr bequem, es ist wirklich sehr leicht und passt sehr gut, zieht sich hier auch fest. Ihr habt da also wirklich einen festen Halt der Kamera. Wie gesagt, Seamstrap, schaut euch die Seite mal an. Ich verlinke das Ganze unten in der Beschreibung. Ihr könnt da nicht nur so Seile haben, sondern natürlich auch Ledergurte. Echtledergurte, die werden von Hand gefertigt, sind wirklich qualitativ sehr gut. Ich kann sie nur empfehlen. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal die Handschlaufe. Ihr seht es hier aber schon an der Kamera, ich habe hier 2 Anker dran und das hat auch einen gewissen Grund. Und zwar, die Schlaufe verwende ich eigentlich im Winter bzw. in kälteren Tagen, wenn ich die Kamera in der Tasche von meiner Jacke oder eben
Wenn ihr eine dicke Hose habt, eine größere Hose, dann passt das Ganze ja auch noch in die Hose. Aber ich habe ab und zu so Hoodies an oder so, da passt die Kamera sehr gut rein. Mit der Schlaufe 1A, die ist hier nicht im Weg, die verkratzt auch nichts, alles super. Jetzt im Sommer ist es aber so, ich habe natürlich keinen Hoodie an. Bei 30 Grad renne ich sicher nicht mit dem Pullover oder sowas rum. Und dann fehlt mir einfach die Tasche, wo ich die Kamera reinpacken kann. Und da kommen wir dann zum ganz normalen Kameragurt. Und auch hier setze ich auf meine zwei, ich sag mal, Erfahrungshersteller, und zwar eben Peak Design und Seamstrap. Und ich habe die Gurte natürlich auch hier. Ich habe hier einmal noch so ein kurzes Seil von Seamstrap. Wenn ihr euch das umhängt, dann habt ihr die Kamera wirklich sehr nah bei euch. Ihr könnt euch dort aber die Länge auch aussuchen. Und wenn ihr dort anruft oder beziehungsweise dem mal eine Mail schreibt, dann könnt ihr das Ganze auch konfigurieren, wie ihr wollt. Ihr könnt es also wirklich individuell fertigen lassen. Wie gesagt, es gibt Seile, aber eben auch Echtledergurte. Und hier haben wir dann schon ein bisschen einen längeren Echtledergurt, jetzt auch in braun. Ich habe da auch noch einen schwarzen und das ist wirklich sehr hochwertig und trägt sich auch sehr angenehm. Wie gesagt, da bin ich auch wirklich sehr zufrieden damit. Ich habe aber auch noch einen anderen Gurt, und zwar den von Peak Design selber. Und zwar ist es hier der Peak Design Slide Light. Den Peak Design Slide gibt es ja in verschiedenen Breiten. Ich habe hier den ganz dünnen, weil er einfach für die X100 am meisten Sinn macht. Da braucht ihr nicht den dicken Gurt. Den dicken Gurt habe ich zwar auch, den nutze ich dann aber mit der Z8 oder mit den Canons und so weiter. Hier macht natürlich ein dünner Gurt viel mehr Sinn. Da habe ich hier also den Peak Design Slide Light oder eben die Seamstrap Gurte. Je nach Gusto benutze ich da einfach gerade das, worauf ich Lust habe. Die Seamstrap Gurte bekommt ihr auch alle mit Peak Design Anbindung. Ihr könnt euch das Ganze auch bei Fotoprofi und Ludwigsburg mal angucken, wenn ihr wollt. Ansonsten schaut einfach mal auf die Seamstrap Seite und guckt euch die Gurte da an, was ihr konfigurieren könnt, wie ihr die Anbindung haben wollt, ob ihr nur so einen kleinen Ring haben wollt oder ob ihr eben Peak Design Anker haben wollt. Da ist eigentlich alles möglich. Bei der Kamera der X100 müsst ihr nur aufpassen mit den Peak Design Anker. Die neueren Anker sind ja alle ein bisschen dicker geworden. Da sind die Seile ein bisschen dicker geworden, weil es mit den Vormodellen da wohl Probleme gab, dass die ab und zu mal ein bisschen angerissen sind. Es ist so, der Anker selber passt eigentlich nicht direkt durch die Anbindung an der Kamera. Es gibt zwar die Möglichkeit, es mit sehr viel Kraft und Gewalt da vielleicht noch durchziehen zu können, wenn ihr auch diese kleine Metallhülse da in der Mitte entfernt. Ich lege euch aber nahe, einfach so kleine metallene Dreiecke zu verwenden. Das sind wie Schlüsselanhänger. Die könnt ihr hier verwenden, die sind bei der Kamera ja auch dabei. Wenn ihr die Kamera Dreiecke verwenden wollt, dann nutzt da auf jeden Fall diesen Lederschutz, der da mit dabei war. Weil ihr wollt euch die natürlich hier nicht direkt an der Kamera haben und euch dann da das Kameragehäuse zu ankratzen. Bei den Peak Design, bei dem Slide, da sind ja verschiedene Anker dabei und so weiter. Und da sind auch hier diese kleinen Mini-Adapter dabei. Also die sind nicht so dreieckig, sondern mehr so langgezogen. Da ist auch hier dieser Plastikschutz dabei. Die funktionieren hier auch sehr gut und die habe ich jetzt hier bei mir an der Kamera. Weil, wie gesagt, wir waren jetzt in Südtirol, da hat es 30 Grad gehabt. Da habe ich natürlich keine Jacke an für die Handschlaufe, sondern habe dann hier wirklich die Gurte verwendet. Ab und zu mal den, ab und zu mal den anderen. Hat alles funktioniert, war alles tipptopp. Deswegen kann ich euch die einfach empfehlen. Die Verarbeitung ist super toll, die tragen sich wirklich sehr gut. Ich lege euch das Ganze auch mal unten in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das einfach mal anschauen. Und was dann natürlich wichtig ist, wenn ihr die Kamera gerade hier vielleicht vorne dran habt oder auch in der Tasche von der Jacke oder dem Hoodie und so weiter, macht euch hinten eine Schutzfolie aufs Display. Das Display könnt ihr ja nicht umklappen. Bei vielen Kameras mit Klappscreen könnt ihr den ja einfach umdrehen und mit der Displayseite zum Gehäuse das Ganze transportieren. Es geht bei der X100 ja nicht. Und da habt ihr dann einfach das Problem, wenn ihr die hier vorne baumeln habt, ihr habt vielleicht noch einen Rucksack oder an der Seite und so weiter, dann kann das da wirklich sein, dass euch das Ganze vielleicht mal das Display verkratzt. Ich habe mir da eine Schutzfolie aufgebracht, die hat keinerlei Nachteile, bietet aber einfach den Vorteil, dass ihr euch das Display nicht verkratzt. Welche ich da benutzt habe, schreibe ich euch auch mal unten in die Beschreibung. Und um das Ganze abzurunden, habe ich hier natürlich auch noch Speicherkarten liegen. Und zwar die Karten, welche ich benutze. Das sind einmal die SanDisk Extreme Pro Karten und die Sony TAF Karten. Die Sony TAF Karten habe ich unter anderem, weil sie wirklich sehr, sehr schnell sind und eben mit sehr schnellen Kameras da einfach einen Vorteil bieten. Ihr kriegt die Karten auch wirklich nicht kaputt. Sie sind natürlich ein gutes Stück teurer, aber wie gesagt,
sie sind eigentlich unkaputtbar und das hat natürlich schon einen Vorteil, weil ihr habt bei der Kamera ja auch nur einen Speicherkartenslot. Wenn ihr aber ein bisschen Geld sparen wollt, dann nehmt die SanDisk Extreme Pro. Mit der habe ich auch, beziehungsweise mit denen, ich habe viele Karten von denen, habe ich wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Schon seit Jahren nutze ich die und ich hatte noch nie einen Kartenausfall. Also wie gesagt, die kann ich empfehlen und auch die sind in der Beschreibung mal verlinkt. Und was natürlich dann auch nicht fehlen darf, ist ein Akku. Und da habt ihr ja dann die Möglichkeit, entweder einen Original-Akku zu nehmen oder eben Dritthersteller-Akkus. Jetzt ist es natürlich so, der originale NPW 126S kostet knapp 50 Euro und wenn ihr euch da mehrere holt, dann seid ihr da natürlich auch wieder ein bisschen Geld los. Dritthersteller fangen da bei einem Drittel von dem Preis an. Also da seid ihr bei Bugstar und Patona oder so, wie die heißen, schon bei 15 Euro oder so dabei. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mit den Herstellern noch nie irgendwie Probleme gehabt. Also wenn ihr da sparen wollt, dann könnt ihr da vermutlich auch zugreifen. Ich habe jetzt hier für die Kamera nur originale Akkus, aber ich hätte jetzt nicht die Scheu, da auch Dritthersteller zu verwenden. Genauso sieht es auch bei Ladegeräten aus. Das Original Fuji Ladegerät kostet ja, ich glaube, auch 45, 50 Euro, was natürlich eine Stange Geld ist. Ihr könnt da bei Drittherstellern auch deutlich weniger Geld ausgeben. Ihr könnt euch aber auch so einen Henel Cube Pro Cube 2 besorgen. Der kostet 65 Euro, lässt dann aber 2 Akkus auf einmal laden. Also da gibt es natürlich auch Spielraum. Ich tendiere natürlich immer zu Originalzubehör, aber wie gesagt, ich hatte auch noch nie Probleme mit Drittherstellern, auch bei anderen Kameraherstellern. Guckt einfach, dass ihr nicht die billigsten von den billigen nehmt. Also so einen Patona-Akku oder so ein Bugstar Pro oder Bugstar und Patona Pro, weiß ich jetzt nicht genau, ich verlinke es euch unten mal. Mit denen hatte ich noch nie Probleme. Und dann natürlich auch noch ein wichtiges Zubehör, wenn ihr mit der Kamera vielleicht auch filmen wollt. Und zwar benötigt ihr da ja so einen kleinen Mikrofonadapter. Die Kamera selber hat ja nur einen 2,5 mm Klinkenanschluss. Alle möglichen Mikrofone haben aber einen 3,5 mm Anschluss. Deswegen benötigt ihr hier diesen Adapter. Ich verlinke euch den unten auch mal. Der kostet nicht sehr viel Geld. Und dann könnt ihr hier an der Kamera einfach direkt die Mikrofone einstecken und natürlich fürs Filmen auch verwenden. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist hier so ein kleiner Blasebalg, um eure Kamera von Staub zu befreien. Natürlich auch die Linse hier vorne. Der liegt eigentlich nur hier, weil ich natürlich hier alles ein bisschen abpusten wollte. Aber kann ich euch natürlich auch empfehlen, weil gerade wenn ihr das in der Tasche transportiert oder sowas und vielleicht auch mal mit dem Originalkit ohne Abdeckung vorne, dann könnt ihr den hier schon öfter gebrauchen. Verlinke ich euch auch einfach mal unten. Ich habe es hier gerade nur gesehen und wollte den noch kurz erwähnen. Wir kommen noch zu ein paar anderen Sachen. Und zwar gibt es ja für die Kamera auch so Bodenplatten mit so einem Handgriff vorne dran. Ich habe die hier jetzt nicht, weil meiner Meinung nach es hat zwar Vorteile in der Griffigkeit, ich habe da aber lieber die Schlaufe und es hat halt den Nachteil, dass es die Kamera doch schon ein bisschen größer, schwerer, klobiger macht. Und das spricht meiner Meinung nach natürlich gegen das Konzept von der Kamera. Ich will die eigentlich so klein wie möglich halten. Es ist auch wirklich so, dass ich Gegenlichtblenden dann nur groß montiere, wenn ich entweder in sehr sonnigen Situationen unterwegs bin oder eben, wenn ich die Kamera vor Regen schützen will. Ansonsten verzichte ich eigentlich auf alles Mögliche, was die Kamera größer oder schwerer macht. Es gibt da aber verschiedene Griffe. Ich weiß auch von Bekannten, die ja erfolgreich nutzen, beziehungsweise eben ohne Probleme nutzen und kann euch da auch mal welche unten in der Beschreibung verlinken. Genauso sieht es auch mit Auslöser-Buttons aus. Also da gibt es ja diese Soft-Release-Buttons. Ihr habt hier oben ja das Gewinde für Auslöser, welche ihr da festschrauben könnt. Und da gibt es ja diese kleinen Aufschraub-Buttons, damit ihr hier einfach ein bisschen mehr Gefühl beim Auslösen habt. Jetzt ist es aber so, ich habe gelesen, dass der Auslöser bei der X100 sowieso schon recht filigran ist und wenn ihr da was montiert, dann bekommt ihr hier Seitenkräfte drauf, die euch da ein bisschen was kaputt machen könnten. Wie gesagt, ich habe es gelesen, ich habe es selber nicht probiert, brauche aber jetzt auch nicht unbedingt so einen Soft-Release-Button. Es ist nur so, bei der Limited Edition von der Kamera ist ja so ein Button mit dabei. Da ist der ganze Auslöser aber auch aus Titan gefertigt, also da haben sie was geändert, damit ihr den verwenden könnt. Jetzt ist es natürlich so, es kann sein, dass da alles ohne Probleme funktioniert, es kann auch sein, dass Leute damit Probleme haben.
Ich habe es nur gelesen, ich wollte euch da einfach nur einen Hinweis geben, dass es das Problem bzw. dass Leute von den Problemen berichten. Deswegen macht euch da einfach Gedanken, ob ihr sowas verwenden wollt. Wenn ihr das wollt, dann wichtig, nehmt euch am besten ein mit so einem kleinen Gummiring, weil sonst lösen die sich immer und zack, weg ist das Ding. Und dann gibt es ja auch noch diverse Daumenstützen. Ich verlinke euch da auch mal welche unten, weil gerade ein Kumpel bzw. zwei Kumpels von mir eigentlich das mit Daumenstütze verwenden. Die sind auch sehr zufrieden damit. Ich glaube, SmallRig bietet da relativ gute an. Wie gesagt, ich verlinke euch das mal unten. Ich selber nutze keine, weil ich brauche es einfach nicht. Und wenn ihr die Kamera jetzt mal transportieren wollt, ohne Gurt oder ohne das Ganze in irgendeine Tasche von eurer Jacke zu tun, dann kann ich euch da noch diese kleine Ulanzi-Tasche da empfehlen. Die könnt ihr einfach umhängen. Ihr habt da genug Platz für die Kamera und ein bisschen Zubehör. Die kostet auch nicht sehr viel Geld, ist auch relativ gut wasserdicht. Wie gesagt, ihr könnt es euch ja mal anschauen, wenn ihr an sowas Interesse habt. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Und dann war es das jetzt auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht war ein bisschen was hilfreich dazu. Ich bin mit der Kamera sehr viel unterwegs und habe da meine Erfahrungen gemacht. Alles, was ich euch jetzt vorgestellt habe, kann ich euch auch wirklich empfehlen, weil ich einfach keine Probleme damit gemacht habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einfach ein Like da. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Abonniert den Kanal für weitere Videos und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.